Wusstest du, dass viele Lernende jahrelang Grammatik üben, aber trotzdem kaum sprechen? Das ist echt verrückt, oder? Sie können Regeln erklären, aber ein kurzes Gespräch ist dann plötzlich schwer. Ja, und das größte Problem ist oft, man wartet zu lange mit dem Sprechen. Viele denken, sie müssen erst perfekt sein. Aber perfekt kommt nie, na ja, nicht am Anfang. Also, wenn du jetzt hörst und denkst, ich bin noch nicht bereit, dann bleib dran. Heute zeigen wir, warum Gesprächstraining einfach zentral ist und wie du sofort anfangen kannst, ohne Stress. Hey zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich bin Julia, Kaffee ist am Start, Stimme auch. Und ich freue mich, dass wir über echte Sprechpraxis reden. Ich bin Tim, hallo? Wir plaudern heute locker, aber mit vielen Tipps. Und ja, wir machen gleich ein kleines Rollenspiel, damit du siehst, wie es geht. Kurz zur Idee, Sprechen ist ein Muskel. Wenn du ihn nicht nutzt, wird er schwach. Darum, lieber kleine, tägliche Gespräche als nur Übungen im Buch. Genau. Viele hängen an Regeln, Artikel und Fälle und sie sprechen dann kaum. Die Wahrheit ist, im echten Gespräch sind kleine Fehler egal. Hauptsache, die Message kommt an. Und das Coole im Kurs ist ja, du hast eine sichere Umgebung. Du kannst fragen, du kannst lachen, du kannst üben. Fehler sind normal, sogar nötig. Okay, lass uns direkt ein kurzes Rollenspiel machen, so wie im Kurs. Thema: Erstes Kennenlernen. Ich bin Tim, Kursteilnehmer. Du bist Julia, auch im Kurs. Alles klar, los geht's. Hallo, ich bin Julia. Wie heißt du? Hi, ich heiße Tim. Woher kommst du? Ich komme aus Köln. Und du? Wohnst du hier in der Nähe? Ja, ich wohne hier. Ich arbeite in einer GmbH und lerne Deutsch abends. Was machst du beruflich? Ich studiere noch und ich arbeite ein bisschen im Café. Sprichst du schon lange Deutsch? Seit etwa 6 Monaten. Ich verstehe viel, aber ich spreche langsam. Können wir vielleicht zusammen üben, so 10 Minuten nach dem Kurs? Klar, gerne. Wir können einfach Smalltalk machen. Und wenn du willst, ich korrigiere dich nur, wenn es wichtig ist, okay? Perfekt. Danke dir. So, und stopp. Das war's. Siehst du, das ist simpel, aber echt nützlich. Nur ein paar Sätze, und schon entsteht ein kleines Band. Ja, und wichtig ist auch die Frage am Ende, können wir zusammen üben? Das baut Routine auf. Viele warten darauf, dass jemand fragt. Frag du zuerst. Eine Sache, die ich oft sehe: Man will die Grammatik erst zu 100% können. Das blockiert. Muttersprachler biegen im Gespräch die Sprache halt auch mal. Das ist normal. Genau. Und Aussprache ist auch so ein Thema. Zum Beispiel der CH-Laute nicht. Viele sagen IK oder machen den Laut hinten, wie in Ach. Das ist dann schwer zu verstehen. Kleiner Tipp: Für Ich ist der Ton vorne weich wie ein leises Lächeln. Für Ach ist der Ton hinten im Hals. Üb mal ich, dich, mich. Und dann ach, bach, doch. Oh, und ich hab da nie Story aus einem Kurs. Ein Lernender wollte Bier bestellen, hat aber Bitch gesagt. Alle haben gelacht, er war rot wie eine Tomate. Aber danach war das Eis gebrochen und er hat super schnell gelernt. Ja, solche Momente sind peinlich, aber mega wertvoll. Man erinnert sich, man lacht und man merkt, hey, die Welt geht nicht unter. Fehler verbinden uns oft. Noch eine praktische Mini-Übung fürs Gespräch, stell immer eine Rückfrage. Wenn jemand sagt, ich komme aus Köln, dann sag, magst du Köln?
so bleibst du im Flow. Wollen wir kurz eine zweite Mini-Rolle machen? Thema: Im Café bestellen. Ich bin Kellner. Du bist Gast und du übst die Ich-Aussprache. Okay. Hallo, ich hätte gern ein Bier und ein Stück Kuchen. Und, ich nehme noch ein Wasser, bitte. Sehr gern. Möchten Sie das Bier groß oder klein? Klein, bitte. Und, wie spricht man nicht richtig? Ist es vorne oder hinten? Vorne, ganz weich, ich. Genau so. Super. Kommt sofort. So einfach kann man Sprechen und Aussprache mischen. Eine echte Situation, ein echter Satz, und zack, es bleibt hängen. Kurze Halbzeit, na ja, fast. Bevor wir weitermachen, Mini-Quiz. Julia, was heißt, kannst du das bitte wiederholen? Auf sehr höflich. Ich glaub, könnten Sie das bitte wiederholen? Oder auch, Entschuldigung, könnten Sie das nochmal sagen, richtig? Yes, Gino. Und für Freunde einfach, kannst du das nochmal sagen? Wenn ihr zuhört, sprecht das jetzt laut nach. Echt, laut sprechen hilft extrem. So, zweite Hälfte. Es gibt ja diese Debatte, manche sagen, nur Immersion hilft, also nur Leben in Deutschland, sonst nix. Ich sag, Struktur plus Gespräch im Kurs kann genauso stark sein. Ja, total. Viele Menschen lernen erfolgreich ohne Umzug. Sie haben feste Gesprächszeiten, gute Partner, klare Themen. Immersion ist toll, aber kein Muss. Und das Thema Alter, oh Mann. Einige sagen, start nur als Kind. Aber ich kenne Geschichten, da fängt jemand Ende 40 an und lernt mehrere Sprachen. Das geht mit Übung und Spaß. Genau, da gab's doch den Typen Shinji Miyazaki, der 9 Sprachen gelernt hat, obwohl er nicht mehr jung war. Das zeigt, es ist nie zu spät. Wichtig ist, regelmäßig reden. Noch ein Punkt aus der Praxis, Kultur und Ton. In Deutschland sind viele Leute direkter. Ein Lernender in meinem Kurs war sehr direkt und hat jemanden unabsichtlich verletzt. Danach haben wir über höfliche Sätze gesprochen und es war schnell okay. Das ist ein super Lernmoment. Du kannst im Kurs fragen, ist das höflich? Oder wie sagt man das netter? Und dann übst du Varianten, bis es gut klingt. Lass uns dazu ein Mini-Rollenspiel machen. Du sagst mir direkt, gib mir das Buch, ich reagiere und wir machen es höflicher, ja? Okay. Julia, gib mir das Buch. Uff, das klingt hart. Höflicher wäre, kannst du mir bitte das Buch geben? Oder könntest du mir das Buch kurz geben? Bitte, das wirkt viel netter. Stimmt. Und mit einem Lächeln ist es noch besser. Im Kurs kannst du das immer direkt ausprobieren. Das ist Sprechpraxis plus Kulturtraining in einem. Noch ein Tipp, der oft überrascht, fang an zu sprechen, auch wenn du dich nicht bereit fühlst. Der Kurs ist genau dafür da. Fehler hier sind sicher und bringen dich voran. Und nutz Bilder oder kleine Geschichten. Wenn du ein neues Wort lernst, bau eine Mini-Story. Zum Beispiel das Wort Schirm. Stell dir vor, es regnet stark, du rennst, der Schirm fliegt weg, du lachst trotzdem. Zack, das Wort bleibt. Ja, Story hilft echt. Gehirn liebt Bilder. Du kannst sogar skizzieren, also kritzeln. Ein kleines Männchen mit Schirm, fertig. Beim Erzählen lernst du nebenbei Grammatik. Und nimm dich mal auf mit dem Handy. Sprich eine Minute über deinen Tag. Hör es später an. Du merkst schnell, hier stolpere ich, da fehlt ein Wort. Dann übst du genau das im Kurs. Partnertipp, mach 3 Runden à 2 Minuten.
Runde 1, Erzählung ohne Unterbrechung. Runde 2, gleiche Geschichte, aber klarer und kürzer. Runde 3, Partner stellt Rückfragen. Das pusht Tempo und Klarheit. Genau, und setzt ein kleines Ziel pro Kurs. Zum Beispiel, heute nutze ich 3-mal, können Sie das bitte wiederholen? Oder, ich frage jeden nach einem Hobby. So wird das Gespräch aktiv. Aussprachefehler sind normal, aber manche sind wichtig. Das CH innig haben wir schon. Höher auch auf lange und kurze Vokale, wie in Schied und Schiff. Im Kurs kann der Lehrer langsam vorsprechen, du imitierst. Und wenn dich zu viele Korrekturen nerven, sag's einfach. Vereinbare ein Zeichen, zum Beispiel Handheben bei wichtigen Fehlern. So bleibst du im Flow, aber lernst trotzdem. Viele Lernende fragen, wie oft soll ich sprechen? Meine Antwort, kurz, aber oft. 10 Minuten täglich sind besser als einmal pro Woche eine Stunde. Der Mund braucht Routine, wie Zähneputzen. Themenideen für den Kurs: Wegbeschreibung, Einkaufen, Arzttermin, Smalltalk im Büro. Kein Roman, nur kleine Szenen. Rollenspiel hilft, weil du dann echte Sätze im Kopf hast. Und bitte nicht nur Aufgaben abhaken. Rede mit echtem Interesse. Frag nach, warum oder wie fühlst du dich damit, dann wird es ein echtes Gespräch, kein Ping-Pong mit null Gefühl. Wenn du mal blockiert bist, nutz Füllwörter wie also, naja, wie heißt das? Das ist ganz normal im Deutschen. Es gibt dir Zeit zum Denken und du bleibst im Gespräch. Und denk dran, Muttersprachler mögen es, wenn du einfach sprichst. Perfektion ist nicht sexy, ehrlich. Klarheit und Freundlichkeit zählen mehr. Bevor wir zum Ende kommen, kurze Frage an euch: Welche Redewendung benutzt ihr im Kurs am häufigsten? Zum Beispiel, wie schreibt man das? Oder können Sie das nochmal erklären? Schreib uns gern eure Favoriten. Und noch eine Challenge für die nächste Stunde. Frag mindestens 2 neue Leute im Kurs eine persönliche, aber nette Frage. Zum Beispiel, was hilft dir beim Lernen am meisten? So lernst du Menschen kennen und sammelst Vokabeln. Zum Abschluss ein Mini-Replay, damit ihr's parat habt. Ich sag was Unhöfliches, Julia macht's freundlich, okay? Alles klar, schieß los. Wiederholen. Freundlich wäre, könnten Sie das bitte wiederholen, oder kurz, nochmal bitte, beides ist okay, je nach Situation. Gib mir das Salz. Kannst du mir bitte das Salz geben, oder könntest du mir das Salz kurz reichen, klingt sofort netter. Siehst du, kleine Änderungen, großer Effekt. Genau darum ist Gesprächstraining so wertvoll. Du hörst Varianten, probierst sie aus und fühlst, was passt. Okay, Recap in einem Satz, sprich früh, sprich oft, lach über Fehler und nutz Rollenspiele. Dann kommt Sicherheit mit der Zeit, ganz automatisch. Wenn dir diese Folge geholfen hat, like das bitte und abonniere unseren Kanal. So verpasst du keine Übung. Und wir machen weiter mit frischen Rollenspielen. Und schreib uns in die Kommentare, welche kleine Story hat dir ein Wort für immer ins Gedächtnis gesetzt? Ich bin super gespannt. Danke fürs Zuhören. Bleibt dran, übt heute noch 5 Minuten sprechen, einfach laut. Wir hören uns nächste Woche. Skas.